Das Thema klingt banal, aber dennoch spielt er in fast jeder Berechnung eine Rolle, der elektrische Widerstand. Was ist eigentlich der elektrische Widerstand? Wie kommt er zustande? Wie verhält er sich im Stromkreis? Wie wird er in der Praxis eingesetzt und was ist dabei zu beachten? All das klären wir jetzt. Da oben steht es, das Grundgesetz der Elektrotechnik, Elektronik, das Ohmsche Gesetz. Es beschreibt den Zusammenhang der drei wichtigsten Grundgrößen in der Elektrotechnik, der elektrischen Spannung, dem elektrischen Strom und unserem heutigen Thema, dem elektrischen Widerstand. Genauer gesagt beschäftigen wir uns heute mit dem sogenannten Ohmschen Widerstand. Von einem Ohmschen Widerstand sprechen wir immer dann, wenn er mehr oder weniger konstant bleibt. Er verändert sich nicht mit der Spannung oder dem Strom. Insbesondere ist ihm egal, ob durch ihn ein Gleich- oder ein Wechselstrom fließt. Tante Vicky sagt zur Definition, der elektrische Widerstand ist ein Maß dafür, welche elektrische Spannung erforderlich ist, um eine bestimmte elektrische Stromstärke durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen. Man kann das auch anders formulieren. Der elektrische Widerstand ist ein Maß dafür, wie sehr ein Leiter den Stromfluss behindert. Wenn wir unsere Formel mal umstellen, dann sehen wir die Abhängigkeit des Stromes vom elektrischen Widerstand. Um einen Widerstand zu bestimmen, müssen wir also nur den Strom messen, wenn wir eine bestimmte Spannung anlegen. Genau das wird bei einem Ohmmeter gemacht. Über die interne Batterie wird eine Spannung angelegt und auch wenn die Anzeige in Ohm geeicht ist, wird hier eigentlich der Strom gemessen. Wovon hängt der Widerstand denn nun ab? Stellen wir die Frage doch mal andersrum. Was ist nötig, um einen Strom fließen zu lassen? Na, zum einen brauchen wir mal ausreichend freie Ladungsträger. In diesem Kupferdraht gibt es jede Menge freier Elektronen, während die Luft zwischen den Polen dieser Batterie den Strom nicht fließen lässt. Die freien Elektronen in diesem Kupferdraht alleine nützen uns aber nichts, wenn sie nicht ausreichend beweglich sind. Stellen wir uns mal einen Autobahnabschnitt während der Rush-Hour vor. Es sind jede Menge Autos auf der Straße, die sich theoretisch schnell bewegen könnten, aber sie kommen nicht vom Fleck. Zu einer verkehrsschwachen Zeit sieht dieser Autobahnabschnitt völlig anders aus. Es sind nur wenige Autos unterwegs, aber die können richtig Gas geben und der Verkehr fließt. Auch die Elektronen in dem Kupferdraht stoßen ständig gegen Hindernisse. Die Atome im Atomgitter oder andere Elektronen zum Beispiel. Die Leitfähigkeit ist also begrenzt. Wenn wir uns die Stromkennlinie mal stark vergrößern, dann sehen wir, dass durch diese zufälligen Zusammenstöße mit den Hindernissen ganz kleine Stromschwankungen entstehen. Bei Verstärkung machen die sich dann als Rauschen bemerkbar. Jeder Widerstand erzeugt also ein Rauschen, das sich beim Verstärken von sehr schwachen Signalen zum Beispiel negativ bemerkbar macht. Ein wichtiger Einflussfaktor auf den Widerstand sind also die Materialeigenschaften. Diese Eigenschaften finden sich wieder in einer Materialkonstanten, dem spezifischen elektrischen Widerstand Rho. Manchmal rechnet man auch mit dem Kehrwert, dem spezifischen Leitwert Kappa. Neben dem Material ist aber auch die Dimension des Leiters nicht ganz uninteressant. Jeder wird mir wohl recht geben, dass bei gleichem Druck durch ein Wasserzuleitungsrohr von diesem Durchmesser wesentlich mehr Wasser in derselben Zeit fließen kann, als durch einen Strohhalm zum Beispiel. Beim elektrischen Strom ist das nicht anders. Ein Leiter mit diesen Dimensionen setzt dem Strom einen höheren Widerstand entgegen als so ein Kaliber zum Beispiel. Entscheidend ist also der Querschnitt des Leiters. Und das ist die Fläche, die wir erhalten, wenn wir es hier in der Mitte durchschneiden. In unserem Fall also eine Kreisfläche. Und als letztes ist auch die Länge von Interesse. Ein doppelt so langer Leiter setzt dem Strom auch einen doppelt so hohen Widerstand entgegen. Wir haben jetzt also drei Angaben, mit deren Hilfe wir den elektrischen Widerstand berechnen können, ohne Strom und Spannung messen zu müssen. Die Formel dazu haben wir hier, R ist gleich Rho mal Länge durch Leiterquerschnitt. Oder alternativ mit dem Leitwert R gleich L durch Kappa mal A. Rechnen wir einfach ein Beispiel und ja, sehen wir mal, wie groß der Widerstand dieses Kupferdrahtes ist.
Dazu müssen wir ihn zunächst mal vermessen. Wir haben einen Durchmesser von 0,7 mm und der Leiter hat eine Länge von 1,74 m. Setzen wir das in unsere Formel ein. Rho ist für Kupfer 0,0175 Ohm mal Quadratmillimeter durch Meter. Wir sollten die Einheiten unbedingt mitnehmen, damit wir am Ende kontrollieren können, ob wir richtig gerechnet haben und auch die richtige Einheit übrig bleibt. Die Länge waren 1,74 Meter. Und unsere Fläche, das ist die Kreisfläche, wir haben den Durchmesser gemessen mit 0,7 mm. Die Kreisfläche ist d halbe zum Quadrat, also 0,35 mm zum Quadrat mal Pi. Gibt als Ergebnis 0,079 Ohm oder 79 Milliohm. Allerdings haben wir etwas nicht berücksichtigt. Diese Konstanten, wie der spezifische elektrische Widerstand, sind nicht so konstant, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Der elektrische Widerstand ist temperaturabhängig. Darüber haben wir schon gesprochen im ersten Teil Grundlagen der Halbleitertechnik. Das heißt, wenn wir unsere Tabellen benutzen mit den Materialkonstanten, dann müssen wir immer dazu fragen, bei welcher Temperatur wurden die dann gemessen. Wenn nichts dazu steht, ist das in den meisten Fällen eine normale Umgebungstemperatur von 25 Grad Celsius. Wenn es auf Genauigkeit ankommt, dürfen wir die Temperaturabhängigkeit nicht vernachlässigen. Wie stark sich der Widerstand mit der Temperatur verändert, ist materialabhängig und wird in den sogenannten Temperaturkoeffizienten ausgedrückt. Aluminium hat zum Beispiel einen Temperaturkoeffizienten von 4 mal 10 hoch minus 3. Die Einheit ist 1 durch Kelvin. Das bedeutet, mit 1 Grad Temperaturveränderung ändert sich der Widerstand um 4 Promille. Bei Kupfer ist es ähnlich. Weil der Wert positiv ist, bedeutet das, der Widerstand steigt mit der Temperatur. Anders sieht es aus bei den Halbleitern. Zum einen ist der Effekt viel stärker, etwa 10 bis 20 Mal so stark. Außerdem ist der Temperaturkoeffizient negativ. Das bedeutet, mit steigender Temperatur wird der Widerstand geringer. Wie kommt das, dass sich die Stoffe so unterschiedlich verhalten? Nun, mit Temperaturerhöhung geschehen zwei Dinge. Zum einen sind auch in Festkörpern die Atome immer in Bewegung. Sie schwingen um ihre Position im Atomgitter herum. Mit steigender Temperatur werden diese Schwingungen größer und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Ladungen mit diesen Atomen kollidieren. Dadurch erhöht sich der Widerstand. Auf der anderen Seite bekommen durch die Temperaturerhöhung die Elektronen in den äußeren Atomhüllen mehr Energie und können sich von ihren Atomen lösen. So entstehen mehr freie Ladungsträger und der Widerstand sinkt. Entscheidend ist jetzt, welcher der beiden Effekte überwiegt. In Metallen sind ausreichend freie Ladungen vorhanden. Ein paar mehr spielen da keine Rolle. Deshalb überwiegt hier der Effekt der Atombewegung und der Widerstand steigt mit der Temperatur. Bei Halbleitern dominiert der Effekt, dass zusätzliche Ladungen mit der Temperatur entstehen, denn die Zahl der freien Ladungen ist in Halbleitern wesentlich geringer als in Metallen. Außerdem ist die Beweglichkeit in den Halbleitern gegenüber Metallen wesentlich größer, da wir es mit einem sehr ordentlichen, ausgerichteten Kristall zu tun haben. Für Präzisionswiderstände, zum Beispiel in Messgeräten, wurden spezielle Legierungen entwickelt, wie zum Beispiel Konstantan oder Isaohm. Die haben einen Temperaturkoeffizienten von nahe Null, sind also relativ wenig temperaturabhängig. Bei Halbleitern, wo der Effekt ja viel stärker ist, haben wir das Problem, dass alleine durch die Eigenerwärmung sich zum Beispiel Arbeitspunkte von Transistoren verschieben können. Hier müssen wir diesen Effekt anderweitig kompensieren, zum Beispiel schaltungstechnisch. Wie verhält sich denn nun so ein Widerstand in einem Stromkreis? Wir sehen, dass wenn wir eine Gleichspannung anlegen, auch ein gleichmäßiger Strom fließt. Der zeitliche Verlauf der Stromkurve folgt genau dem Spannungsverlauf. Das ändert sich auch nicht, wenn wir aus der Gleichspannung eine Wechselspannung machen. Aber das war ja genau die Definition unseres ohmschen Widerstandes. In einem Stromkreis haben wir es meistens mit mehr als nur einem Widerstand zu tun.
Wir müssen uns also überlegen, was passiert, wenn wir mehrere Widerstände zusammenschalten. Überlegen wir mal, wie wir den Widerstand dieses Leiters berechnet haben, aus seinen Dimensionen. Wir wissen, dass ein 2 Meter langer Leiter einen doppelt so hohen Widerstand hat wie ein 1 Meter Stück. Jetzt können wir uns unseren 2 Meter Leiter ja vorstellen wie eine Hintereinanderschaltung von 2 Meter Stücken. Daraus ergibt sich schon die erste Regel. Bei einer Reihenschaltung von Widerständen addieren sich die einzelnen Widerstände. R Gesamt ist gleich R1 plus R2 plus R3 und so weiter. Wie sieht es aus mit Strom und Spannung an den einzelnen Widerständen? Da unser Stromkreis nicht verzweigt ist, muss der Strom, der in unseren Stromkreis hineinfließt, auch durch jeden einzelnen Widerstand fließen. Das heißt, I Gesamt ist gleich I1 gleich I2 gleich I3. Wie verhält sich mit den Spannungen über den einzelnen Widerständen? Auch hier braucht man nur das Ohmsche Gesetz. Die Spannung über den Widerstand berechnet sich Strom mal Widerstandswert. Wenn wir jetzt annehmen, dass alle Widerstandswerte gleich sind und durch alle ja auch der gleiche Strom fließt, würde auch über jedem Widerstand die gleiche Spannung stehen. Alle Spannungen zusammen müssen die Gesamtspannung ergeben. Wir können also in dem Fall die Spannung über einen Widerstand einfach ausrechnen, Gesamtspannung durch Anzahl der Widerstände. Berechnen wir mal ein konkretes Beispiel. Der Einfachheit halber reichen uns da zwei Widerstände. Wir nehmen zwei Widerstände A 100 Ohm und legen eine Spannung von 10 Volt an. Unser Gesamtwiderstand ist 200 Ohm. Daraus ergibt sich ein Gesamtstrom von 10 Volt durch 200 Ohm gleich 50 Milliampere. Die Spannung muss sich gleichmäßig über beide Widerstände verteilen. Wir haben also über jedem Widerstand 5 Volt. Das können wir auch nochmal zur Kontrolle nachrechnen. 50 Milliampere mal 100 Ohm ergibt 5 Volt. Was passiert aber, wenn wir jetzt unterschiedliche Widerstände hintereinander schalten? Probieren wir das doch einfach mal in der Praxis aus. Hier zunächst mal die Anordnung mit zwei Widerständen A 100 Ohm. Wir sehen, dass durch beide Widerstände ein Strom von 50 Milliampere fließt und sich die Gesamtspannung von 10 Volt auf beide Widerstände verteilt. Jetzt ersetze ich mal den zweiten Widerstand durch einen 300 Ohm Widerstand. Und wie wir sehen, verteilt sich jetzt die Spannung ungleichmäßig. Ein Viertel der Spannung haben wir über unseren 100 Ohm Widerstand und 3/4 der Spannung über unseren 300 Ohm Widerstand. Der Gesamtwiderstand hat sich verdoppelt auf 400 Ohm. Dadurch halbiert sich unser Strom auf nur noch 25 Milliampere. Das hat zur Folge, dass über dem 100 Ohm Widerstand auch nur noch die halbe Spannung, nämlich 2,5 Volt abfallen. Die restlichen 7,5 Volt stehen über dem größeren 300 Ohm Widerstand. Die Gesamtspannung wird also proportional zu den Widerstandswerten auf die einzelnen Widerstände verteilt. Deshalb nennt man so eine Reihenschaltung von Widerständen auch Spannungsteiler. Sehen wir uns an, was passiert, wenn wir verschiedene Widerstände parallel schalten. Alle Widerstände sind jetzt direkt mit der Spannungsquelle verbunden. Das heißt natürlich, dass über allen Widerständen auch die gleiche Spannung anliegt. Der Strom hat jetzt allerdings mehrere Wege und kann sich über die einzelnen Widerstände verteilen. Machen wir dazu einfach wieder ein Experiment. Wir nehmen wieder unsere beiden 100 Ohm Widerstände, legen sie an 10 Volt. Durch jeden dieser Widerstände fließt ein Strom von 10 Volt mal 100 Ohm, also 0,1 Ampere. Was passiert jetzt, wenn ich wieder den einen Widerstand ersetze durch 300 Ohm? Wie wir sehen, fließt jetzt durch den 300 Ohm Widerstand nur noch ein Drittel des Stroms. Das Ganze muss sich jetzt auch in der Theorie bestätigen lassen. Bei 10 Volt fließen durch einen 100 Ohm Widerstand 0,1 Ampere. Der Gesamtstrom ist die Summe der Einzelströme. In unserem Fall also 200 Milliampere. Daraus können wir jetzt den Gesamtwiderstand errechnen. 10 Volt durch 200 Milliampere gleich 50 Ohm. Der Widerstand ist also halb so groß wie die einzelnen Widerstandswerte. Das lässt sich verallgemeinern. Der Gesamtwiderstand bei beliebig vielen parallel geschalteten Widerständen ist der Widerstandswert geteilt durch die Anzahl der Widerstände. Wie sieht es jetzt aus bei unterschiedlich großen Widerständen? Nun, so ein Strom ist auch nur ein Mensch, der geht den Weg des geringsten Widerstandes. Deshalb fließt durch den kleineren Widerstand auch der größere Strom. Bei unserem 100 Ohm Widerstand sind das wieder 0,1 Ampere.
Die 300 Ohm setzen unserem Strom einen dreimal so hohen Widerstand entgegen. Deshalb fließt da nur ein Drittel des Stroms, nämlich 33,3 mA. Rechnen wir den Gesamtstrom aus, das sind 133,3 mA. Und daraus ergibt sich als Gesamtwiderstand 75 Ohm. Egal wie viele Widerstände wir parallel schalten, der Gesamtwiderstand bleibt immer geringer als der einzelne Widerstand. Lässt sich das jetzt auch einfacher berechnen, ohne Strom und Spannung messen zu müssen? In unserer Reihenschaltung brauchten wir ja nur die Widerstandswerte addieren. Auch bei der Parallelschaltung gibt es eine Formel, die Herleitung spare ich mir jetzt mal. Es ist nur etwas schwieriger zu rechnen. Wir müssen zunächst mal die Kehrwerte der einzelnen Widerstände bilden, diese dann addieren und das Ergebnis dann wieder auf den Kopf stellen, also wieder den Kehrwert bilden. Für nur zwei Widerstände lässt sich die Formel recht leicht nach R gesamt auflösen. R1 mal R2 durch R1 plus R2. Kontrollieren wir das nochmal in unserem Beispiel. 100 Ohm mal 300 Ohm durch 400 Ohm ergibt wieder 75 Ohm. Nach der ganzen Theorie kümmern wir uns jetzt mal um ein paar praktische Dinge. Ich komme dazu mal ein bisschen näher. Das ist ein 56 Ohm Widerstand. Das ist auch ein 56 Ohm Widerstand. Offensichtlich sind die beide doch sehr unterschiedlich. Es gibt also noch ein paar Dinge, die vielleicht eine Rolle spielen, außer dem Widerstandswert. Was passiert, wenn wir die Pole einer Batterie oder eines Akkus mit so einem Widerstand überbrücken und nur lange genug warten? Na, irgendwann ist die Batterie leer. Wo ist die Energie aber hin? Nach dem Energieerhaltungssatz können wir ja weder Energie aus dem Nichts gewinnen, noch kann sie irgendwohin verschwinden. Sie kann immer nur von einer Energieform in die andere umgewandelt werden. Das merkt man, wenn man so einen Widerstand nach längerer Betriebsdauer mal anfasst. Der ist dann verdammt warm. Die elektrische Energie wird an einem ohmschen Widerstand also umgewandelt in Wärmeenergie. Wie viel von der elektrischen Energie zu einem Zeitpunkt verbraten wird, das errechnet sich aus dem Produkt von Strom und Spannung. Jetzt dürfte klar sein, dass so ein kleiner Widerstand da wesentlich weniger Wärme verträgt als so ein großer Drahtwiderstand, der noch dazu eine ziemlich große Oberfläche hat und mehr Wärme an die Umgebung abgeben kann. An den Stellen, wo man eine hohe Verlustleistung in der Schaltung erwartet, sollte man also wirklich nachrechnen und dann die passende Bauform wählen, damit die Widerstände nicht abrauchen. Jeder reale Widerstand hat eine Fertigungstoleranz. Der aufgedruckte Widerstandswert ist nur ein Mittelwert. Deshalb gibt es Widerstände nicht in beliebig genauen Werten zu kaufen. Die Abstufung ist in sogenannten E-Reihen festgelegt. Und die orientiert sich wieder an den Fertigungstoleranzen. Eine gängige E-Reihe ist die E24-Reihe. Hier gibt es 24 verschiedene Werte und sie wird benutzt für Fertigungstoleranzen von plus minus 5%. Jetzt wundert man sich wahrscheinlich, warum die Abstände zwischen den Werten am Anfang sehr klein und am Ende wesentlich größer sind. Das liegt daran, dass diese Werte so gewählt sind, dass sich die benachbarten Widerstandswerte leicht überlappen, sodass prinzipiell jeder beliebige Widerstandswert erreichbar ist. Und 5% von 9 sind nun mal wesentlich mehr als 5% von 1. Ich habe mal versucht, das darzustellen. Bei einem Wert von 1,1 kann der Wert zwischen 1,045 und 1,155 liegen und bei 8,2 zwischen 7,79 und 8,61. Bei größeren Toleranzen werden die Lücken zwischen den Werten größer und bei kleineren Toleranzen gibt es weitere Zwischenwerte. Es gibt verschiedene Bauformen von Widerständen. Der Grundaufbau ist ähnlich. Wir haben einen keramischen Grundkörper und da ist dann entweder eine Widerstandsschicht aufgebracht, Metallschicht, Metalloxid oder Kohle. Wenn man genau hinsieht, sieht man hier so eine Wendel. Die wird hineingeschnitten, um die Länge der Widerstandsbahn zu vergrößern. Und auf die Art wird der Widerstandswert dann eingestellt. Für größere Ströme, für größere Belastungen gibt es dann Drahtwiderstände. Hier wird also ein Widerstandsdraht aufgewickelt. Die Anschlüsse können radial oder axial sein.
Die Größe des Widerstandes lässt in etwa auf die maximal zulässige Verlustleistung schließen. Hier haben wir zum Beispiel einen Widerstand, der gerade mal für 1/8 Watt geeignet ist. Und dem Widerstand können wir dann schon 1 Watt zumuten. Die zurzeit kleinste Bauform ist der sogenannte SMD-Widerstand. Er ist hier kaum zu erkennen auf der Platine. Das sind Widerstände, die haben keine Anschlussdrähte mehr, sondern sie werden direkt auf die Platine aufgelötet. Daher auch der Name SMD heißt ja Surface Mounted Device, also ein auf der Oberfläche befestigtes Bauelement. Der Widerstandswert ist entweder aufgedruckt, da gibt es aber dann Schwierigkeiten bei so kleinen Widerständen. Außerdem greift sich dann die Bedruckung manchmal etwas ab, sodass sie kaum noch zu lesen ist. Man hat dann begonnen, anstelle der Zahlen einen Farbcode aufzubringen, entweder in Form von Farbringen oder farbigen Punkten, aus denen man dann den Widerstandswert ermitteln kann. Die Widerstände der E24-Reihe haben 4 Ringe. Ich kann da mal einen Link anbieten, wo ich eine Tabelle habe. Da braucht man nur die entsprechenden Farben anklicken und er rechnet den Wert dann aus. Wir nehmen mal den Widerstand hier als Beispiel. Da haben wir eine Farbfolge von Weiß, Braun, Rot und Gold. Und das heißt, das ist ein Widerstand von 9,1 Kiloohm mit einer Toleranz von plus minus 5%. Das nächste sind einstellbare Widerstände, sogenannte Potentiometer oder kurz Potis. Die besitzen 3 Anschlüsse. Einmal am Anfang und Ende der Widerstandsbahn und der dritte Anschluss ist mit einem Schleifkontakt verbunden, den man über die Widerstandsbahn bewegen kann. Das Ganze ist ein veränderbarer Spannungsteiler, denn je nach Position des Schleifkontaktes wird die gesamte Widerstandsbahn in 2 Widerstände unterteilt. Diese Bauform wird direkt in das Gerät eingebaut auf der Platine und wird normalerweise nur einmal eingestellt beim Abgleich des Gerätes. Andere Bauformen werden nach außen geführt und sind dann stetig verstellbar. Das kennt man zum Beispiel als Lautstärke- oder Klangregler einer Stereoanlage. Die gibt es als Drehpotentiometer oder als Schieberegler für Mischpulte zum Beispiel. Die Potentiometer gibt es mit 2 verschiedenen Kennlinien. Einmal mit linearem Verlauf, das heißt mit dem Drehwinkel ändert sich auch linear der Widerstandswert. In Mittelstellung wird also die Widerstandsbahn in 2 gleiche Widerstände unterteilt. Oder mit logarithmischem Verlauf. Die werden vor allen Dingen eingesetzt für Lautstärkeregler. Da steigt der Widerstand exponentiell mit dem Drehwinkel an. Und das entspricht in etwa dem Lautstärkeempfinden unseres Gehörs. Es ist schon erstaunlich, wie man über so ein einfaches Thema 20 Minuten lang reden kann. Aber wenn man die Sache von möglichst vielen Seiten beleuchten will, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Das soll es dann aber gewesen sein mit dem elektrischen Widerstand. Und in Teil 2 beschäftigen wir uns dann mit dem nächsten passiven Bauelement.